Hier ein Exkurs zum Bau des Ergänzungsmoduls H0-Abstellung mit Betriebshof der Modellbahnanlage Kleiningen. Das Video ist ein Vorab-Einblick zu Teil 3 Modellbau und Anlagengestaltung. Eigentlich sollte der Modellbau relativ einfach durch das Zusammenkleben der Bausätze erfolgen. Dies war auch für die Lokwartungshalle durch den Zusammenbau des Kibri-Modells einer Industriehalle geplant. Die Gleisplanung ist ausführlich in Teil 1 bzw. die Änderungen dazu in Teil 2 erläutert. Die nun doch ausführlichere Gestaltung der Lokwartungshalle kam aufgrund eines Kommentars unter einem meiner Videos zustande. Dadurch wurde ich auf den sehr interessanten YouTube-Kanal Ausbesserungswerk aufmerksam, der mir seine Nennung hier gestattet hat. Dort werden regelmäßig Modellbahnvideos aus einer aufwendig gestalteten Halle gesendet. Ich hatte für die Lokhalle den Bausatz einer Lagerhalle vorgesehen, die ein Tor besitzt. Aufgrund der nun neuen Überlegungen entstand die Idee, eine Weiche zu ergänzen und die Lokhalle zweigleisig aufzubauen. Weiterhin sollte, wie im Ausbesserungswerk gesehen, ein Kran eingebaut werden. Um dies zu realisieren, muss das Gebäude in der Höhe ergänzt werden. Die wenigen von mir gemachten Aufnahmen aktueller Lokhallen zeigen ein weiß-blaues Erscheinungsbild mit einem gewissen Aufbau oberhalb der Toreinfahrten. Daher entschied ich mich für eine 35-prozentige Aufstockung, die in der 3D-Ansicht auch ganz gut passt. Nun zur Umsetzung des Modells. Zunächst werden die Kunststoffteile der Seitenwände herausgelöst und die Ansatzstellen glatt gefeilt. Anstelle der glatten grauen Kunststoffteile soll eine weiße Sandsteinoptik entstehen. Dazu wird weiße Farbe mit etwas Wasser und Spülmittel zur besseren Benetzung der Kunststoffoberfläche versetzt und dann mit Fugenzement gemischt. Da das Ergebnis den Erwartungen entspricht, werden alle Seitenteile so behandelt. Die Fensterrahmen und das Tor werden mit blauer Farbe gestrichen. Die ursprünglich hellgrauen Stahlträger für den Innenbereich werden gelb eingefärbt. Die Einfassung der Seitenteile gestaltete sich schwierig, da die Kunststoffteile verzogen waren. Zum Aushärten des Klebers mussten sie mit Klemmen fixiert werden. Um die Halle zweigleisig zu gestalten, muss das Frontteil mit Eingangstür durch eine Toreinfahrt ersetzt werden. Nun zur Aufstockung des Gebäudes, die durch Pappe erfolgen soll. Die Pappteile werden zurechtgeschnitten und ebenfalls mit der Mischung aus Farbe und Fugenzement behandelt. Zur Stabilisierung werden von innen Pappstreifen dagegen geklebt. Die Einfassungen werden nach oben ergänzt und das Gebäude fertiggestellt. Auf der Rückseite wird eines der Erhöhungselemente ausgespart, um später Kameraaufnahmen aus der Halle zu ermöglichen. Nun noch zum Dach, das ohne Veränderung verwendet wird. Zur Beleuchtung der Halle werden auf der Innenseite des Daches zwei LED-Streifen aufgeklebt, die eigentlich zur Waggon-Innenbeleuchtung gedacht sind. Abschließend werden die LED-Platinen noch in der Dachfarbe angestrichen. Damit ist der Grundaufbau abgeschlossen. Neben Videos aus dem Internet wird auch ein Heft des Eisenbahnkurier für Anregungen zur Inneneinrichtung genutzt. Zum Aufbau einer Arbeitsbühne werden zwei Lisakat-Bausätze von Joswood verwendet. Da es sich um eine Stahlkonstruktion handeln soll, werden die Teile gelb eingefärbt. Für die Lüftung wird ein Karton-Modellbausatz eingesetzt. Ergänzt werden die Aggregate durch übrig gebliebene Rohrleitungen aus dem Bau der H0 Chemiefabrik, die auch auf diesem Kanal zu finden ist. Weitere Elemente stammen aus Lasercut-Bausätzen von Joswood. Hier ein Schaltschrank mit einer eingeklebten SMD-LED. Für die Ausstattung des Werkstattbereichs gibt es Angebote diverser Hersteller. Nicht alle sind für diese Wartungshalle bestimmt, auch der Gleisbaubetrieb des Moduls wird eine Halle mit Werkstattbereich erhalten. Der geplante Kran hat es leider aufgrund der langen Lieferzeit nicht ins Video geschafft. Zu sehen ist im Vordergrund aber bereits die Stahlkonstruktion aus Vierkanthölzern. Jetzt fehlt noch der Hallenboden mit der Einbindung der Gleise. Hierbei wird zunächst auf zurechtgeschnittene Styrodurstücke Fertigspachtel aufgetragen. Die Stücke werden dann neben und zwischen die Gleise der Halle eingepasst.
Für die Abdeckung der Schwellen zwischen den beiden Schienensträngen habe ich Papierstreifen zurechtgeschnitten. Durch Darüberstreichen mit dem Daumen zeichnen sich die Mittelleiterkontakte ab, die anschließend durchgestochen werden. Auf dem Modul zusammengesetzt sieht das Ganze dann zunächst so aus. Die Fugen zwischen den Styrodurplatten und den Schienenprofilen werden mit angemischtem Putz verschlossen. Nach dem Trocknen wird die Oberfläche mit Schmirgelpapier behandelt. Unebenheiten werden mit Putz ausgeglichen und der Vorgang so lange wiederholt, bis alles glatt ist. Zum Abschluss nun einige Bilder aus der fast fertigen Halle. Alles weiter zum Modellbau gibt es im Teil 3 zum Bau der H0-Abstellung mit Betriebshof. Bis dahin.